Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Vampyr. Wir sind im Krankenhaus in unserem Zimmer und analysieren jetzt das Blut von dem William Bishop. Blaupause. Machen wir mal. So. Leichtes Regenerationsserum. Aha. 0 von 2. Müssen wir das erst finden? Scheinbar. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie ich denn diese Sense benutzen kann. Vielleicht können wir das auch noch gar nicht und müssen dafür erst noch was freischalten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben sie schon aufgewertet. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon gemacht. Ja, das war's dann aber auch schon. Ich habe ehrlich gesagt William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Du hast so viel Zeit jetzt? Wirklich? Also wir sollen uns jetzt erstmal im Bett bis zur nächsten Nacht ausruhen und betritt den Garten im Hinterhof. Ich mich hier gerne einmal umschauen. Können wir die hier irgendwie wässern? The flower is dying. It needs water. Ja, aber wir haben hier irgendwie kein Wasser, oder? Oh. Artikel über Ekon. Ah, die nennen die Vampire Ekons. Okay. Übernatürliche Geschwindigkeiten. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterblicher reagieren können. Okay. Mesmerismus. Ach, keine Ahnung. Das war das ihn gehorchen, Gespür für Blut. Vampire gieren, oh Gott. Vampire gieren nach Blut, das wissen wir ja schon. Okay. Artikel über Ekon. Schaffen wir. Haben wir hier sonst noch was? Hoppala. Lospreschen. Können wir uns hier noch weiter umgucken oder müssen wir jetzt wirklich ins Bett? Ja, wir können noch mal raus. Okay. Die ist zu. Vielleicht finden wir ein bisschen Wasser für mein Blümchen. Halt, hier waren wir schon mal drin. Hier haben wir, glaube ich, die Säge her. Sonst leuchtet hier auch nichts. Kommen wir hier rein? Nö, sieht nicht so aus. Da wird es wieder runtergehen. Guck mal, hier ist noch eine Treppe nach oben. Hoppala. Ach, ich dachte gerade, das wäre gerade ein Timer gewesen. Aber was sind die Meteranzahl? Dr. Swansea. Not now. Please come back later. I'm busy right now. Okay. Da kommen wir auch nicht durch. Hier ist noch eine Treppe nach... Oh Gott. Eine Treppe nach oben, wo wir aber auch nicht hin können. Wer ist das? Ach, Second Floor.
Gut, da kommen wir aber nicht hin. Schade. Und... Sonst können wir nur noch nach unten, ne? Scheint so. Oh, blablabla. Das ist nur wieder draußen. Ah! Kleine Beute voller Ramsch. Beutel. Nicht Beute. Krankenhaus ist voll. Hier hat doch gerade noch was geblinkt. Oder bin ich gerade doof? Susi ist auch schon wieder am Meckern. Schmiermittel, Schraube. Ah. Was wir hier nicht alles finden, Mensch. Sind wir hier wieder... Nee, was sind wir hier denn jetzt? Ah, okay. Irgendein anderer Eingang? Da ist noch ein... öffentliche Bekanntmachung. Bedenken Sie, bei jedem Husten und Niesen Nase und Mund mit einem... bedecken. Nicht bedenken, sorry. Gehen Sie zu Fuß zur Arbeit, kein Spucken. Kein Spucken, bitte. Sonst könnt ihr gerne spucken, aber sonst nicht, jetzt nicht. Trinken Sie nur aus den eigenen Gläsern und Tassen. Meiden Sie Menschenmengen. Das kann man auch verdammt gut auf die Situation gerade beziehen. Das passt gerade ziemlich gut. Kleines Fläschchen. Wo sind wir hier denn gerade eigentlich? Oh! Ah, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Okay. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Hallo, wer bist du? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. Nee. My name is Pippa Hawkins. Hallo, And I'm Pippa. Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Denke ich auch mal. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Dann solltet ihr mal weniger wegschmeißen. Nurse Oh, Hawkins, das ist die the spanische Spanish Grippe. flu won't last forever. Oh mein Gott. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Ja? How long have you been a nurse? Kennen long wir enough gerade to see that the irgendwoher, oder? epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Der hat gerade vollkommen in die Kamera geguckt. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Kann ich mir gut vorstellen. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Oh, dafür hat er aber ziemlich viel Why is geredet. Milton grumpy on a daily basis?
Is it just an act? Milton's Die not the schaut die kind of ganze Zeit man in die who's bothered Kamera. about a bad reputation, Ich will whether das he nicht mehr. deserved it or not. Aha. Drücke für Details. Warte mal. Kann ich das machen? Ah, kann ich nicht. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Okay, dankeschön. Goodbye, Das Nurse. war's erstmal. Dankeschön, Pippa. Damn. The pain. The Good evening, pain. sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. Was ist denn I'm mit deinem Dr. Gesicht? Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Yeah. Doctor. German shell took my pretty little mug right off. Upsi. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, Ugh. if you get my drift. Ouchie, ouchie. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Oh, den kann ich hypnotisieren. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Ja. Ich will noch ein bisschen was über dich herausfinden und dann... Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we Denke ich, fought ja. the same war, sir. No offense. Oh. How Sorry. close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. Oh. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Okay, ich will mal... Oh. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Ja, das glaube ich leider auch. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. I wish I could be sick again. Phil wasn't allowed to boil with the fever. Oh mein Gott, ich könnte den jetzt wirklich irgendwo... irgendwo hinführen. Nein, nein, das will ich aber nicht. Das will ich nicht. Der scheint zu nett dafür zu sein. Hallo, bist du? Good evening, Miss Howcroft. Ah! How are you tonight?
I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Da ist jemand. Was haben wir sie schon gefragt? I'm assuming you must be a patient here. It's only a... Who are the... Ich bin gerade The stuff? ehrlich I gesagt see. nicht Thank sehr... Oh. Das falsche Ziel, neue Untersuchungen, örtliche Untersuchungen. Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Aha. Bürgeruntersuchung, was ist das? Werden hier nach Bezirk sortiert angezeigt. Du kannst eine neue Bürgermission beginnen, indem du sie mit verfolgst, dann deine Karte aufrufst. Aha. Ziel mal ausspioniert. Oh. Das ist cool. Das machen wir doch mal. Mitternacht im Garten von Gut und Böse. Oh, wait. Den hatten wir zuerst. Oder? Medizinische Untersuchung. Ah. I'm assuming... Oh, wait, das hatten wir schon. Sehr persönliche... Ah. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Ah. Do you plan to make him a vampire Okay, Of course cool. not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. too? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Genau. Kriegen wir schon hin. Da brauchen wir noch einen Hinweis. I'll leave you. Tschüssi. Da war gerade noch jemand. Da. Wer bist du? Time has lost its effect. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? Oh! I was not myself in the factory. Ja. Fear and Kennen wir ja. exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly Alles nice gut. and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Okay, kriegen wir hin. So, Tom. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Okay. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Nein, sag mir böse Menschen, dann kann ich von denen alles aussaugen. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Gut, schade. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Ja? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Ich weiß Just like a es. patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help Or his a friends, fool. Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very Red nervous Boot since they Boys. lost their Das ist auch leader. ein genialer Name einfach.
Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her Clay minion, Cox. Dooth Digby. Woher sagt mir der Name Has irgendwas? the gang been... Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug... Okay, ich danke. Ach Mist. Wir machen hier mal kurz rüber oder durch. Why didn't... That's a very... Ich hoffe, ich verpasse da jetzt nicht How allzu do you viel. feel? You're in good... Thank you, sir. Have you met... Not really. You never came to... You're preaching to the... Gut, da gab es keine neuen Goodbye, Informationen Mr. zu irgendwelchen anderen Leuten. Bam. Ich will mal eben schauen. Oh, hier kann ich diese Dinger auswählen. Warte mal. Oh! Ich habe herausgefunden, wie man das ändern kann. Yay! Sehr schön. Ah, herrlich. Da haben wir auch noch unsere ganzen Sachen. Ah, schön. Schön. Warte mal, wir haben doch schon irgendjemanden... Da, genau. Den Clay Cox haben wir ausgesaugt. Wusste ich doch, dass der Name mir irgendwie bekannt vorkommt. Gut, dann machen wir hier jetzt aber einen kleinen Cut. Wir werden wahrscheinlich hier noch ein bisschen rumstreunern. Ich sehe auf jeden Fall da noch ein Blinke-Ding. Das gucken wir uns dann gleich an. Und dann sehen wir uns am nächsten Wochenende oder am nächsten Mittwoch wieder. Also dann, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.